auch sehr, sehr interessant. Frisch rausgekommen, der neue Range Rover Vogue. Das ist ja der ganz große. Da ist ein neues Modell rausgekommen. Da wurde ich auch eingeladen, mir den live in München anzuschauen. Bin aber nicht hingegangen, weil ich keinen Bock hatte, nach München zu gehen. Ich habe ja den Range Rover Sport SVR. Ich bin ja ein großer Range Rover Fan. Und da ist jetzt das neue Modell rausgekommen. Ich habe ehrlich gesagt schon so ein paar Bilder davon gesehen. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Und deswegen dachte ich mir, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam im Livestream hier das Video an und gucken mal, wie wir den Wagen so finden sollen. Let's go. Also wie gesagt, der neue 2022 Range Rover Vogue. Finde ich, sieht rein außen jetzt von der Karosserieform, rein von der Außenkarosserieform sieht der eigentlich aus wie das vorherige Modell auch, der Range. Also hier der Kühlergrill ist gleich, die Lichter sind gleich, normal Range Rover typisch. Der Schriftzug hier, also sieht eigentlich sehr ähnlich aus. Hier war ja immer war hier so ein L-Ding in der Mitte, ist jetzt nicht mehr so ein L, sondern nur so ein normaler Strich. Wir gucken uns mal an. Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also manche schreiben, fühle ich nicht. Ich weiß es nicht. Also von vorne, finde ich, sieht der relativ standardmäßig aus, aber die Lichter, also die Rücklichter, die man am Anfang auch gesehen hat, diese dünnen Rücklichter, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber wir schauen uns mal an. Zeig mal her das Ding. Before we get deep into the new Range Rover, I'd like to remind you to please subscribe to the Motor One US channel. We have new content going up every week and we wouldn't want you to miss anything. So the 2022 Range Rover, believe it or not, this is only the 5th generation vehicle for this car in the United States. It doesn't change very often, so when they make changes, they really go through, and despite this car looking pretty similar to the one that's currently on the road, a lot sieht sehr ähnlich about it aus is zu den different. There's bisherigen new Modellen. powertrains, there's new tech options, there's even an all-electric version coming in 2024, and of course we'll get through all of that. But for right now, let's start with the design walk around. So let's break this thing down section by section, starting with the front, which is where Also die Schnauze ist schon wieder sehr fett, das sieht geil. Also deswegen liebe ich auch Range Rover so, weil diese Schnauze immer, wenn man angefangen kommt, dieser riesige Kühlergrill, das ist schon geil. I think this looks the most like the car that's currently on sale. The headlights are pretty similar. The biggest differentiator is going to be this new lower bumper, which sort of stretches the entire width. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll, so eine riesige Stoßstange da vorne. Of the car. This is the moment where I'm going to put the grinning emoji on the screen, because that's what I see when I see it. But this is a Range Rover, so there will be plenty of different ways that you can have this dressed up. There's going to be a black package that will blacken out the grille here and blacken out the lower section. There's going to be different designs. You can actually do different colors on the word mark as well. So a million different ways you can dress this thing up. This is the first edition that we're looking at here. You're going to have the choice of a long wheelbase, which is going to be 8 inches longer than what you see here. And there's actually going to be a 7-seat configuration for the first time in the US. All that is later on. Let's focus on the design changes, because this is where you start to see the things that they've tweaked and the things that they've improved. But what they haven't done is gone and put in a ton of different body lines. Okay, also Griffe, die jetzt quasi auch automatisch rausfahren. The whole thing is very simple, it's very reduced, and that's sieht eigentlich schon cool aus mit diesen Griffen. And again, depending on how you spec the car, this will be done in different colors. Regardless, the mirrors are going to be black, and a lot of this will be a black accent piece. There's 3 main body lines to check out with this car. We have a nice, huge cut that runs the entire length of the vehicle. The roof line is obviously very important and super iconic. And then what they have tweaked is down below, this sort of sweeps up the back of the car, and that looks much different than the current car. These are 23-inch wheels. It's crazy the way this thing is squatted down in the proportions. They don't even look that big, but 23s are going to be the biggest wheel option. The smallest you'll be able to get are 20-inch wheels. Das ist schon wild. Here we have new flush door handles, which will go flat into the bodywork. We saw those first on the Velar. They look very nice. And other than that, it's just a little bit more. Guck mal, diese Rücklichter, ne? Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also es ist von der reinen Karosserieform sehr ähnlich zu dem bisherigen Range Rover Vogue. Die Rücklichter sind halt eigentlich die größte Veränderung. Oh, weiß ich nicht, ne? Dann hier irgendwie diese Auspuffrohre, die hier so rausgucken. Boah, ich finde das Heck, also mir gefällt das Heck leider gar nicht. Felgen nicht passend. Ja, Bro, die Felgen kannst du ja ändern. Es geht ja rein um das Auto jetzt mal an sich. Ne? Die Farbe, Felgen und so, das kannst du ja ändern, so wie du willst. Oder hier oben ist, der hat jetzt hier in der Mitte, also hier oben quasi 2 dieser Antennen. Nicht nur so eine, sondern so 2 davon. Habe ich bis jetzt auch noch bei keinem Auto gesehen. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Wie viel kostet der? Bestimmt über 200, wenn du den voll machst. Ne? Das ist ja wie die S-Klasse von Range Rover. So, das ist ja der ganz große. Safe über 200. This as a new car. They've really done some nice changes to make this completely distinct as a new model.
The taillights might be my favorite design feature on the entire vehicle. When the car is also off and it has no power, this is completely black, and the designers were telling me that these are actually the most powerful LED taillights in the world. They had to make them incredibly bright to shine through the black piece like this. Looks really elegant. I love the way that these are vertical. I see a good bit of Rolls-Royce Cullinan from the rear three-quarter angle. I don't know if that's just me. Stimmt, das Heck, das hat irgendwie so ein bisschen was von einem Rolls-Royce Cullinan, das stimmt. But this is a lot more sort of squared off and upright in its stance in the previous Range Rover. But what you do retain is the split folding tailgate. And now they've actually made it more functional. Ist ja auch schon bei dem bisherigen Like I mentioned Range Rover, earlier, you can get a 7-seat option. It still has the air suspension, so you can squat the car when you're loading groceries and make it easier to get in and out of. But for the first time, they've included Sitze. A bench option. So you pull these out. Geil. And you get that all set up with the backrest here, and you can completely make it like a little picnic situation. Das ist cool. You have cup holders over here. Könnt ihr einfach schön irgendwo hinfahren mit eurer Perle, schön ein bisschen picknicken. Only thing they didn't add is a bottle opener, but that would be a cool accessory. So this being a Range Rover, of course, everything is covered. Boah, aber das weiße Leder hier im Interieur sieht ja unnormal geil aus. Alter, boah, sowas liebe ich ja, ne? So helles Autointerieur. Oh. Covered in very nice materials. And Land Rover did a big giant presentation where they showed us all the new wood grains and the new leathers, and it looks fantastic, as you would expect from this type of vehicle. We're getting accustomed now with cars like the Grand Wagoneer and others where we're putting screens all over the place. We're doing additional passenger displays, splitting this up into multiple displays. Range Rover actually took the opposite approach. They reduced the number of screens, at least in front of the driver. This is a lot better down here where you control the fan speed, the heated seats, things like that. There's just some touch capacitive buttons here, and then 2 physical knobs. There are 2 13-inch-ish displays in front of the driver. This is an all-new digital instrument. Also Interieur, muss ich sagen, finde ich schön. Also sieht ähnlich aus, auch wie bei dem bisherigen Range Rover. Lenkrad ist ein bisschen anders und halt hier dieses größere Display in der Mitte. Wurde aber auch mal Zeit, weil war auch, also bei meinem Range Rover merke ich auch, das ist schon so ein bisschen veraltet, das Display in der Mitte. Finde ich eigentlich schön. Ist so typisch Range Rover geblieben, aber trotzdem irgendwie so neu. Also Interieur finde ich eigentlich sogar schön. Außen weiß noch nicht so, aber Interieur ist running a demo mode right now, so I can't actually control anything. But this is going to be faster than before. It's going to be over-the-air update. Wie findet ihr Interieur? Also viele fanden außen gerade scheiße. Wie findet ihr das Interieur, Leute? And this is going to have standard Apple CarPlay and Android Auto. Let's go on a very quick walk around of the Range Rover. Es gibt auch noch den SV Autobiografie. SV. So this is a couple of things. This is the long wheelbase. This has the best back. Es gibt auch noch eine Langversion davon, die zeigt er jetzt. Seat package you can get, and basically the car next to me is going to compete with the GLS Maybach. It is the absolute top of the model range you can get. You can see immediately the spec on this one is all copper. So the Range Rover is done in copper. There's some copper surrounding the front grille. And then come alongside. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gorgeous 23-inch wheels with copper inlays. I love auch so mit so Two-Tone Roségold. They did that. People would look at this and say, man, this is completely garish and very brash compared to the Also ich muss sagen, ich feiere das nicht mit diesem Two-Tone Roségold, auch hier im Kühlergrill. Würde ich nicht machen. Ich würde den einfach nur schwarz oder so machen. Ist ja Geschmackssache. Speaking of really loud. Aber sieht schon dick aus. Also jetzt auch mal hier in Weiß mit der Farbe Weiß. Und überlegt euch mal, das wäre jetzt hier mit Schwarz statt mit diesem Roségold. Das wäre schon besser. You can get a copper roof to match and make the whole spec just a little bit brighter and more in your face. Sieht schon mächtig aus, die Kiste. Was für riesige Türen sind das? The back seat. You hop in. Oh. You have 8 additional inches of legroom over the standard wheelbase model. Das ist ein Chauffeurauto. Da drin wirst du. And all of this right now, because the car is not on, we can't control. Also das hier hinten drin ist Wohnzimmer. Also wenn du hier noch einen Chauffeur hast, der dich irgendwo hinfährt, dann bist du quasi in einem Wohnzimmer so. Control it, but it's all going to be sort of like robotic or motorized. So this tray table pops out. Also Interieur comes all the way up here, and it's shared between the 2 back passengers. You have a pillow, and then of course you have just unbelievable materials all over the inside of this SV model. There's even this leather trim that extends basically all the way out as a passenger. If
If you look really closely in the wood, you can see these little triangle details as well. They really just took their time and tried to make this as special as possible. So it's neat to see how much of a departure this is from the standard wheelbase model and just how many customers this car has to cater to. The 2022 Range Rover goes on sale in the spring of next year and it has a starting price. Ja, gut. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr vom Innenraum hinten gesehen bei der Langversion, aber hier hinten sieht man auch nochmal einstehen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also ich bin ja sowieso mehr Fan von dem Range Rover Sport. Den habe ich ja auch. Der ist ja viel aggressiver und lauter und mehr PS. Das ist ja mehr so die chilligere Version davon, wie so ein S-Klasse, GLS, also so mehr so auf entspannt. So mehr so ein Daddy-Auto, sage ich mal, wer das fährt. Ja, es ist sehr Range Rover-mäßig geblieben. Ich finde rein von der Schnauze jetzt eigentlich gar nichts, wenn er die Rücklichter hinten. Wie gesagt, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hat so ein bisschen Rolls-Royce Cullinan-Vibes. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das?